Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration. Habe ich das Mikrofon an? Ja. Also, Klaus hat gerade das hier bekommen, wenn Sie das sehen, mein neues Spiel. Also, macht Stadt luftfrei oder macht Land luftfrei. Also, ich habe jetzt also einen Hof gehabt irgendwie und wir haben jetzt mal die CD mit dem neuen Hof, den Hof, den ich da gehabt habe, jetzt mal einlegen. Sehen, dass ich das hier zum Starten bekomme. Ich bekomme dann nicht mal die CD raus. Okay, kommen wir die CD raus. Jetzt machen wir Laufvergangen hier. Ja, 5, da haben wir es ja. Das ist der Knopf für das Laufwerk. Okay, legen wir die CD ein. Und jetzt können wir den einschieben. So. Ja, also Stadtluft oder Landluft, was macht frei? Die Leute, die auf dem Land leben, sagen wahrscheinlich mehr die Stadtluft. Und die Städter sagen wahrscheinlich die Traum von der Landwirtschaft. Ja. Also habe ich jetzt angelegt, aber nichts passiert hier. Nichts auf dem Monitor. Warum nicht? Ich werde das Ziellaufwerk anklicken. Ach, jetzt tut sich was. Ach, da ist er. Da ist er. Also Spiel installieren, Add-on installieren, Farming Simulator C64, Giants Modding DC. Ja, was denn nun? Ja. Sind das mehrere Spiele oder offizielle Webseite? Spiel installieren, denke ich mal, mache ich mal. Das Setup-Programm wird gestartet. Farming Simulator 19. Okay. Ich akzeptiere die Vereinbarung, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Benutzer definiert, ja, machen wir mal Standard, ne? Standardort ist ja Simulator 2019. Ja, machen wir. Und jetzt, ich habe hier auch irgendwie die Passwörter, habe ich auch schon irgendwo. Die hat sie gerade, die waren hier, da gibt es so ein Heftchen dabei. Also ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft und hier von solchen Sachen natürlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie eine Kuh funktioniert, ich weiß nicht, wie ein Wald funktioniert und von Anbau von Getreide, Hafer, Gerste und so habe ich auch keine Ahnung, wie man das anbaut, welche Nährstoffe die brauchen und so weiter. Null. Bin nur ein reiner dummer Stadtkonsument, der quasi nur die Sachen essen kann. Und die hat dann noch verarbeitet, dann noch nicht mal Körner, sondern meistens auch noch Fertigprodukte. So viel in Form von Brot oder so. Also Pflanzenschutz gibt es hier, Bodenpflege als Buch mit 7 Siegeln. Also so wie ich das verstanden habe, habe ich jetzt also hier so einen Hof geerbt, sagen wir mal. Und jetzt muss ich damit mit dem Hof irgendwas machen. Auf dem Hof kenne ich, also ich habe da Ländereien, die sind dann noch zerstückelt und dann muss ich irgendwas auf den Ländereien anmachen. Und dann kann ich dann Pferde bauen, Schweine oder so und so weiter. Also er hatte eine Baumpflanzmaschine. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Eine Baumpflanzmaschine, dann hat er Bahnhöfe, einen Holzvollernter, dann einen Rückzug und so weiter, einen Holzhacker,
eine Stufenfräse, eine Kettensäge. Ja, Kettensäge kenne ich noch. Und bei den Tieren haben wir so Schwein, Rind, Schaf, Huhn, Pferd. Ja, weiß ich auch nicht, wie die funktionieren. Also ein Pferd muss jeden Tag ausgeritten werden, schreiben die hier. Gesundheit, das Pferd benötigt Stroh, Wasser und Futter, um gesund zu bleiben, ja. Sauberkeit hin und wieder muss ein Pferd gestriegelt und sauber gemacht werden. Ja, wie macht man das dann auf dem Programm? Weiß ich nicht. Ja, für die Tierhaltung verfügbare Tiere, Kühe und Schweine, Hühner, kannst du an Viehtransporter verwenden. Ein Stroh, ein Steuer. Also eigentlich sehe ich mich jetzt nicht so als so ein Tierausbeuter. Ich weiß nicht, ob man jetzt so ein paar Hühner haben kann und ein paar Schweine und vielleicht ein, zwei Schweine, ein, zwei Rinder, so Selbstversorger für biologischen Anbau oder so, ob das geht oder, weil das ist ja ziemlich maschinisiert. Ich wusste gar nicht, dass Landwirtschaft mittlerweile so industriell, ja, wie soll ich sagen, ausgestattet ist. Die haben also für alles mögliche hier Maschinen, Pflanzenmaschinen, Traktormaschinen, Sämaschinen, Zuckerrohrmaschinen, Kartoffel- und Zuckerrüben, Krautschläger und so weiter. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ein Krautschläger ist. Dann kann man pflügen. Ja, das habe ich gehört, dass man das kennt, das kenne ich noch. Dann haben die verschiedene Sorten wie Ölrettich. Ölrettich ist eine besondere Feldfrucht, du erntest ihn nicht, sondern vergräbst ihn im Boden. Die Pflanzen aus dem Erdboden sprießen, kannst du das Feld mit dem Gruber bearbeiten. Das nennt sich grüner Mist und funktioniert wunderbar als Dünger. Ja, Ölrettich. Gibt's den wirklich? Ich habe gehört, es gibt so verschiedene Sorten von Garten, so Pflanzen, die Mehlwert, Tierfutter und so weiter. Ja, also das wird eine Aufgabe sein hier, damit klarzukommen. Ich habe jetzt auch keine richtige Bedienung, ich habe jetzt hier nur mein Fahrrad hier, mein Lenkrad vom ETS2 und ich habe noch nicht mal so einen Joystick oder so einen Controller. Ich habe einen Controller für Android, aber nicht für PC. Ja, dann kannst du ein Silo, kannst du Helfer einstellen, Nutzpflanzen verkaufen und so weiter. Also irgendwie musst du damit auf dem Boden dann irgendwie Profit erwirtschaften. Wie die Preise sind, weiß ich nicht. Die Fantasiepreise, aber und du kannst Kredite aufnehmen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, dann so Ländereien gehabt und jetzt muss ich erstmal sehen, dass was ich da gehabt habe, wo das ist und so, mich erstmal orientieren. Und ja, der braucht aber hier, was macht der hier? Als doppelten Treffer gesichert oder? Ich habe hier auch irgendwo eine Sicherungsnummer. Ich habe also hier so eine Version gekauft, die nennt sich Platinum Edition. Und wie wir gerade gesehen haben, da gibt es so mehrere Varianten drauf. Und dann habe ich auch eine Produktverifizierung Schlüssel, Produktaktivierung, Landwirtschaftssimulator 19. Schlüssel, Produktaktivierung, Platinum Edition. Ja,
Wann kommt jetzt was zum Einsatz? Könnte man eine Art Add-ons und so investieren. Was wird denn jetzt installiert? Jetzt wird ein Farming-Simulator 19 installiert. Ja. Ist das der Landwirtschaftssimulator oder ist das die Platinum-Installation? Okay. Warten wir es ab. Wir werden es sehen. Was war jetzt hier im Moment? Kann ich das verschieben? Ja, kann ich machen. Also, das habe ich gemacht, Spiel installieren. Dann kann ich Add-ons installieren. Dann kann ich einen Farming Simulator C64 installieren. Wofür steht C? C64 war früher mal so für Commodore 64. Giants Modding SDK braucht man nicht. Ja, Add-ons installieren. Dann kriegt er Zusatzguide, so wie, ja, die sehen ja gefährlich aus, die Traktoren. Die sehen ja gigantisch aus, okay. Dann kann man Add-ons installieren. Ja, was der Farming Simulator C64 ist, weiß man nicht. Steht 64-Bit oder was? Ich denke, die sind generell 64-Bit oder. Ja. Okay, das ist also der neueste Screen hier, weil man mit ETS bin ich durch. Ich habe ETS am 1. Februar gekauft. Seit 15. Februar spiele ich konstant 1,5 Monate ETS und jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen und so und es läuft gut. Ich habe 2 Profile entwickelt bei ETS und jetzt werde ich mich mal mit dem Landwirtschaftssimulator beschäftigen. Also bisher war es ja so, dass ich mit Spielen nicht so viel am Hut hatte. Es ist zu kurz gekommen vielleicht in meinem Leben. Und jetzt im Alter habe ich mir überlegt, was könnte ich denn bei den Games machen, bei den Gaming, welches Game würde mich denn interessieren und diese ganzen Games, ja, die sind oft sehr gewalttätig und so, das interessiert mich nicht so sehr. Und da fand ich also den ETS, der entspricht also genau dem meiner, ja, wie soll ich sagen, meiner Gesinnung hier. Und jetzt der Landwirtschaftssimulator ist vielleicht eine zweite, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass der ETS jetzt auch schon ziemlich stressig ist. Also für mich als Eltern finde ich es sehr stressig und vielleicht habe ich jetzt ein ruhiges Leben hier auf dem Land. Kann ich meine Pferde beobachten oder so ähnlich. Und dann, wenn ich Lust habe, mal auf dem Traktor sitzen und so, aber alles ohne, nicht immer im Laufschritt und so. Und nicht, dass ich da so einen fiesen Simulator habe, der mich da permanent vor schwierige und schwierigste Verkehrssituationen stellt, der mich analysiert, meine Schwächen erkundet und mir dann eine reinhaut. Und zwar gerade dann, wenn du es nicht erwartest. Und gerade so Sachen, die mir nicht liegen, so als Eltern kann ich ja nicht gut sehen. Und was macht der Simulator? Der schickt die Bewegung los beim Wind, bei Nacht. Hast du Nachtfahrten sehr viele? Also ich habe sehr viele Nachtfahrten. Und was passiert? Natürlich fängt es an zu regnen. Und dann hast du noch eine kurvenreiche Landstraßenstrecke und so weiter. Und das finde ich ist stressig. Das ist Stress für mich hoch 3. Oder du fährst an die Ausfahrten, dann variierte die Ausfahrten, hast du 10-mal so, kommst du von so einem Hof runter, da vom Hof geht immer so eine 2-spurige Straße runter. Also das ist mal fast 10-mal hintereinander und fährst also da schön rein. Beim 11. Mal fährst du dann wieder so rein und dann landest du auf der Gegenspur. Dann hat er auf einmal 2 Spuren, hat er auf einmal eine 4 Spur gemacht und das natürlich nachts
nachts um 3:30 Uhr und das natürlich auch noch beim Regen. Ja, und was machst du? Du fährst dann natürlich da rein, wie du immer reinfährst, nach links und dann, ja, landest du auf dreckigen Fahrbahn und dann kommt von da an, da kommt dann auch noch ein LKW und solche Tricks hat er drauf. Der Simulator, ne? Ich sage ja, ein fieses Programm teilweise. Es macht zwar Spaß, es fordert heraus, aber es nervt auch. Diese fiesen Methoden nerven. Vor allem für dich als Erwachsener, wenn du jetzt gerne fährst und so, dich da ein bisschen mit auskennst und dann dich auch darum mühst, jetzt dich an die Regeln zu halten, ist also nicht nur als ein Spiel zu betrachten, dann artet das in Stress aus. Und dann leidet man auch an Überforderung, also ich muss dann auch noch die Tour machen, noch eine Tour und so. Da habe ich teilweise 6 Touren am Tag gemacht. Und ja, natürlich in der 5., 6. Tour kriegst du dann so eine Feinheiten, wie gerade beschrieben da mit der. Oder du fährst irgendwo die Autobahn hoch und dann kommt auf einmal, immer ist frei, und dann kommt auf einmal, guckst du nicht hin, dann kommt einer angerauscht und zack, der haut dir genau in das Seitenfenster rein. Da bist du sofort wach. Ja, oder auch Einfahrten, selbst wenn du jetzt man könnte ja meinen, dass nach einer bestimmten Zeit hat man sich daran gewöhnt, das ist auch so, aber also mal jede Stadt ist anders. Jetzt habe ich eine neue Filiale. Ich habe ja in Stuttgart meinen Stammsitz und in Düsseldorf habe ich jetzt eine Filiale gegründet und in der Filiale ist da vieles wieder anders. Die Straßen sind anders, die Kunden sind anders, die haben dann teilweise dann so komische Treppen, da bleibst du dann mit deinem Auflieger hängen und so. Also, denn die Straßen sind viel enger wie normal, wie halt in Stuttgart und so. Also das ist dann schon, das verändert sich dann. Und ich habe bisher 2 Profile bis zur Meisterstufe entwickelt und bin immer noch nicht durch. Werde immer noch wieder überrascht hier von den Medizin, die das Programm so drauf hat. Ja, vielleicht liegt sich das Spiel ist ja 12 Jahre alt oder so, von 2012, also 8 Jahre alt, verbessert worden. Und so, ja. Und zur Erholung habe ich mir dann diesen Landwirtschaftssimulator gekauft, weil ich dachte mir, dass das vielleicht hier ruhiger, entspannter ist, wie man sich das so Was sagt er jetzt hier? Also von einer App auf dem PC wird das folgende Windows Feature benötigt. Net Framework 3.5. Runterladen, okay, machen wir das. Müssen wir das auch nochmal herunterladen. Ich dachte, ich hätte schon Netflix 4.0 drauf. Weil das ist der alte Rechner, ich habe jetzt auch ein neues Windows-Programm drauf. Von daher, ja, also das Jahr 2020, das neue Jahrzehnt, beginnt also mit Simulationsspielchen. Erst der ETS 2 und jetzt kommt der Landwirtschaftssimulator. Also die erforderlichen Daten werden heruntergeladen, schön. Wie geht das jetzt weiter? Dann muss ich jetzt hier meine Produktaktivierung eingeben. Dauert aber lange hier. Installation von Netflix 3.5 wird ausgeführt, ja. Hier sind wir fertig. App, von denen dieses Feature benötigt wird, müssen unter Umständen neu gestartet werden.
Schließen, okay. Der ist dann fertigstellen. Nehmen wir fertig, okay. Und nun? Was passiert jetzt? Machen wir die mal weg hier. Habe ich jetzt hier ein neues Symbol drauf? Nee. Da habe ich also meinen Simulator drauf. Da haben wir das Sesselwort drauf. Ich sehe keinen Simulator, keinen. Doch, da ist er, da oben. Da oben ist er. Coming 17, wollen wir mal hier hinschieben. Bitte geben Sie den Produktschlüssel für den Landwirtschaft ein. Wisst ihr das jetzt hier? Bitte geben Sie den Produktschlüssel für den Landwirtschaftssimulator ein. Ist das der jetzt hier? Ich glaube ja, das müsste der erste, der oberste sein. Dann geben wir das mal an. Okay, ich mache jetzt mal Schluss hier, Leute, und tschüss, ne?